Lumos, Floating Candles, Brücke. Wald, Nacht und ein komischer Torbogen mit Hogsmeade im Hintergrund, gehe ich mal von aus. Don't worry. Bin nur hier, um Sachen zu klauen, etwas zu essen und nach Hinweisen zu suchen. Enter? What the? Habe ich einfach den Titel weggemacht. Aber wir können ihn zurückholen. Yay! Und damit herzlich willkommen zurück zur zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Level 27, dickstes Aquaregia und passenderweise auch zuletzt am 27. Februar gespielt. Wir können ein bisschen mehr Mellow Sweet, denke ich mal, wieder abholen. Auch wenn wir das nicht brauchen. Aber wir können. Also Mellow Sweet werden wir hoffentlich, denke ich mal, nie wieder brauchen. Ich glaube, Ressourcen ist dann generell nicht so schwer dran zu kommen, solange man genug Moonstone für all die, ja, Götter hat, um da Sachen anzupflanzen. Aber ja, unsere Aufgabe ist es heute, wahrscheinlich ein paar Nebenquests machen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Speak with Sebastian. Das ist eine interessante Quest, weil die hat so eine Sprechblase. Quest-Symbol haben wir bisher noch nie gesehen. Oder zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Oh, Halloween, Halloween, Halloween. Ich will Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten, da ist Sebastian. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Außerdem verpiss dich sofort aus Slytherin, wenn du gegen die Dark Arts bist, ey. Hast du hier nichts verloren in diesem Haus. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that raus aus Slytherin. Sofort. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, wie man ihn verwendet. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Und dann bringt er mir den Cruciatus-Fluch bei. Okay, jetzt haben wir schon mal den ersten Hinter drauf, wo wir den Cruciatus-Fluch lernen. Ich behalte euch im Auge. Aber, ja, es ist immer noch die Frage, wo wir die anderen beiden lernen. Vor allen Dingen Avada Kedavra. Ich bin mal gespannt. So, wir haben noch eine weitere Nebenquest hier drüben. Ach, schon wieder eins von diesen Games. Wenn das hier aufgebaut ist und die Quest direkt davor ist, dann natürlich. Ein Ravenclaw diesmal.
Hello, I don't believe we've met. Pleased to meet you. I'm Samantha. Looking forward to beating you at Summoner's Court today. Shall we begin? Okay. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Ohne Hindernisse? Ehrlich? Ach doch, da sind Hindernisse. What the fuck ist das? Accio! Sowas habe ich mir fast gedacht. Thinking? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht so genau. Wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Sie hat ja eh den ersten verkackt. Heißt, ich bin ein Slytherin und ich spiele nicht fair. Unglaublich. That was sensational. Accio. Bleib da liegen. Bleib da liegen. Fortunate for me. That settles it then. Das war kein bisschen close oder so. Nein. Es war geplant. Calculated. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Was heißt hier pur Show? Es war... Also, die erste Runde habe ich gewonnen. Weitaus. Die zweite Runde war Gleichstand. Was ist das denn für eine pure Show? More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against That's next, my sporting and she's spirit. no shy opponent. Best of luck. Fire all three combat plans and use them simultaneously. Ich glaube, das haben wir. Das steht nicht gegen Gegner. Das heißt, das können wir mal eben machen. Wunderschön. Alle Leute werden sich hier so denken, what the fuck, wie er guckt. Was ist mit dem denn falsch? Aber ja, es war halt für eine Quest. Ich ja auch nicht so. Ja, jetzt müssten wir zum Potion Classroom. Ja, Potions Classroom, weil wenn ich mich nicht verlesen habe, war die Quest für Dr. Professor Sharp. Doktor hat er vielleicht auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so einen überhaupt in der Zaubererwelt gibt. Dieses Mädel kommt immer da raus. Und so geschminkt wie die ist, habe ich einen ganz bösen Verdacht. Professor Sharp, wollen Sie nicht irgendetwas gegen Peeves unternehmen? Hello, Hamora. Er ist nicht hier. Und gelootet ist hier sowieso schon alles. Ah, da hinten ist er. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all.
A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Okay. Es war anscheinend doch kein Assignment von Professor Sharp. Habe ich falsch gelesen. Von wem war es denn? Returned Professor Garlic. Keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß, dass ich den Namen schon mal gehört habe, weil ich mich lustig darüber gemacht habe. War das die Kräuterkundelehrerin? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Weil sie ist offensichtlich nicht hier. Hier Professor Garlic. Das ist schon mal die richtige. How very thoughtful of you. And to remember that strawberries are my favorite. They are as sweet as can be. It's no wonder muggles love them so much. Everything you cultivate seems to be of such high quality, from bitter root to berries. I do hope that my darling niece can learn this skill whilst under your tutelage. Lenora so adores you, as do all of your students, I'm sure. Warmest regards always, Eleanor Everley. Wir haben auch überhaupt kein Schamgefühl, immer private Post zu lesen. Aber wo ist Professor Garlic? Kann ich die vielleicht tracken? Fragen wir mal so, wenn wir die Quests aktivieren. Sie ist ein Greenhouse weiter. Denn wie jeder weiß, sind Lehrer niemals weit entfernt von ihren Klassenräumen. Egal zu welcher Zeit des Tages. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready So to ein paar learn Disteln da flipendo? rumstehen, ey. Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Das sind Disteln, so Unkraut, was einfach überall wächst. Ja, wir züchten das in unserem Greenhouse. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Ich weiß halt nicht, ob man Flipendo für irgendwas braucht. Ich zieh's jetzt erstmal hier rein, weil, Mind the plants, ausprobieren, please. ne? Look at that. You're a natural. Aber ich sag mal, die Palzo ist mir dann doch ein bisschen besser gesonnen. Weil die Halloween-Kürbisse. Auch die Halloween-Deko, wo krieg ich die her? Dann gucken wir doch mal Quests. Können wir diese hier tracken? Nein. Das heißt, wir müssen wirklich auf unsere Karte, die wir im Inventar haben, zurückgreifen. Ach, guck mal, hier sehen wir auch, wie viele Plätze wir noch frei haben. 3 Stück. Ich würde ja gerne, oh, der Testral sieht doch irgendwie ein bisschen anders aus, ne? Mit dem Sternchen. Ja, doch, das mit den Sternchen, das sind Rare Mobs anscheinend. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn man die so in der freien Natur sieht, weil ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, so einen schwarzen Vogel gefangen zu haben. Ich meine, der mit dem Sternchen wäre sogar tatsächlich entweder auch blau oder türkis gewesen. Aber naja. So, Karte. Ist vielleicht hierbei? Die hier? Map with floating candles. Ja, das sieht so aus. Okay. Lumos, floating candles, Brücke. Wald, Nacht und ein komischer Torbogen mit Hogsmeade im Hintergrund. Da gehe ich mal von aus. Okay. Weiß ich sofort, was es ist. Ja, das sieht hier doch ziemlich richtig aus. Aber wo sind die Floating Candles? Love Letter. My dearest Apollonia, would you care to join me for a picnic? I know you enjoy good Cornish pasty almost as much as you enjoy good mystery. See you soon, I hope. Yours, Richard. Sie schien ja nicht sehr begeistert zu sein, sonst wären die da wahrscheinlich nicht liegen geblieben, der Love Letter. Okay, also hier ist ganz offensichtlich der Ort. So, ich soll ja Lumos casten. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Los, lauft. Oder fliegt. Ab in den verbotenen Wald. Ist immer eine The gute Idee. candles seem to be leading into the forbidden forest. Wirklich. Das fällt dir aber früh auf. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the forbidden forest could Holy seem shit. romantic. Treasure hunting suits me.
Scarf. Hallo Wolf. Ciao Wolf. In Hogsmeade haben wir angeblich noch irgendwo eine Nebenquest. Hier oben. Falls ihr euch fragt, warum ich heute Nebenquests mache, weil ich nicht so viel Zeit habe und ein bisschen Kopfschmerzen auch. Deswegen für Hauptstory bin ich heute nicht so. Deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzere Folge. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Aber dadurch kriegen wir ein paar Nebenquests aus dem Weg. Und können uns umso mehr auf eine Hauptquest bei einer richtigen Session wieder konzentrieren. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Das ist cute. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. Aber ich glaube, so geht's jedem, der ein Haustier hat. Was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her. Careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Ich muss erstmal einen Ort finden, wo ich hier wieder fliegen kann. Kann ich mich vielleicht ein bisschen näher ran teleportieren? Holy shit, das ist sowieso ultra weit weg. Was haben wir hier denn? Holy shit. Wo kommen die denn alle her? Protego! Ranrock has fooled you all. To your demise. Meine Güte, die sind hier aber auch einfach im Nichts gespawnt, ey. Eine Höhle. Sorry. Eine Identified Outfit Item. Gehört nicht alles zum Outfit? Oh, eine Landing-Plattform. Hier aber schon ein Brett. Garniff was right then. I'd better be careful. Hier war ich auch schon. Hello? Ganz viele Mooncalves haben die. Guten Tag. Und goodbye. Das One war's less schon? poacher in the wizarding world. Aloha, Mora. Ihr seid frei. Woher weiß der denn, welcher Biscuit ist? Das ist der falsche. Nehmen wir den trotzdem einfach mit. Wo ist Biscuit jetzt hingelaufen? Ah. No need to be difficult. Biscuit, lauf doch nicht weg. Haben wir dich. So, was haben wir hier so? Antique Hall.
This oddly shaped horn was used centuries ago by muggle boatmen to keep monsters in the water at bay, as travelers crossed by boat. Of course, it did no such thing, as no magical water beast would be repelled by a horn. More likely, the boatman was simply lucky until he wasn't. Ah, da unten ist ein Troll. Confringo, Expelliarmus, Glacius, Protego, Stupefy. That was a close one. Naja, nee, es war eigentlich kein Close One. Du hast keinen Hitter bekommen. Was ist das hier für ein Symbol? Anscheinend ein Troll-Symbol. Protego, Confringo, Stupefy, Expelliarmus. Warum werfen die denn jetzt alle Steine? Nicht, dass ich mich beschwere, also ist ja einfacher, aber... Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Stupefy. Okay. Revelio. Geht hier jetzt noch so ab? Money. Chest. Okay, das ist anscheinend einfach so ein Troll-Layer oder so. Und hier haben wir doch ein Vieh, was raus möchte. Du bist frei. Hier oben ist auch sehr viel Moonstone. Nicht, dass ich es nötig hätte. Da vorne ist die Merlin Trail, die nehme ich noch eben mit. Ach, das ist wieder hier so eine. Die Merlin Trail ist ja sogar schon aktiv. Ja gut, so langsam kenne ich alle Zauber, ne? Ja, wobei Bombarda kenne ich immer noch nicht. Das war ja mein Verdacht, dass ich das casten muss. Mein Transformation ist noch da, aber die unverzeihlichen Flüche wird es wahrscheinlich nicht sein. Denke ich. Revelio. Was ist denn hier? Lumos. Ja. Okay, never mind. Ich habe soeben herausgefunden, was man machen muss. Not so tricky after all, Merlin. Das, was wir ja auch mal in Hogsmeade machen können, wäre nachzuschauen, was es mit den Beasts auf sich hat, die man verkaufen kann. Vielleicht kann man da auch sein Zoo upgraden. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. She's safer with me. Ja, das auch. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Beast Rescuer Rope. Warum hatte der so eine? Hat er extra dafür angefertigt. Root and Pack, ich denke mal, das wird das sein.
Holy shit. Miss Peck from Bruden Peck said a customer Mit ihm denn passiert? Hogsmeade, here I come. Ich wollte es eigentlich gerade einsaugen, das Biest. Mind you, don't turn quick. If you're stuck with a Dorical feather, it doesn't half hurt. This beast cannot be rescued. Schade. Hello. Welcome to Bruden Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Derical feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Dericals. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Not an ideal choice of merchandise. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Oh Gott. Was eine Lache. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Ja, hier kann ich die Sachen verkaufen. Die Rares sind genauso viel wert wie die Non-Rares. Estrale sind genauso viel wert, also die würde ich nicht nur für 120 Gold verkaufen. Vor allen Dingen, ich verkaufe so ein komplettes Vieh für 120. Aber die Ressourcen sind, keine Ahnung, hier so 700, 400. Ja, I don't think so. Ich verkaufe mal alle, die nicht rare sind. Ist mir egal, ob ich die jetzt schon drin habe oder nicht. Ich muss erstmal gucken, wie ich meine, wie ich das Ding upgrade. Hier geht's auf jeden Fall nicht. Ach, hier geht's nach draußen. Ich dachte schon, hier wäre auch so ein Ding, was von innen größer ist als von außen. Oh nee, das ist einfach der legitime Ausgang. Hier könnte ich zwar einbrechen, aber ich muss erstmal Sachen verkaufen. Aber hier kann ich, glaube ich, keine Sachen verkaufen. Das Problem hatte ich schon mal. Ich meine, auf der Karte sind ja auch Händler angezeigt. Oh. Was an accident. Basilisk breeder insists. The Cornish wizard arrested for breeding basilisks has insisted that it was all simply a silly mistake. He was taken in after a routine inspection revealed toad infestation in all 5 of his chicken coops. Basilisk breeding has long been forbidden by the ministry, however, due to the potency, rarity and value of basilisk venom, it is perhaps not surprising to know that the less rule-abiding amongst us have skirted the law. As explained... Och, Junge, halt doch einfach mal dein Maul da. As explained by a neighbor of the wizard in custody, a shrouded figure who has chosen to remain anonymous, the way to make a basilisk is by hatching a chicken egg beneath a toad. Every wizard with a wand knows that. All the latest wizarding news right here. The Cornish wizard has pleaded total ignorance as a defense before the Wizangamot, claiming that his chicken coops are simply irresistible to toads, and that he had no knowledge of the basilisk breeding process. His defense was met with widespread skepticism by members, with the exception of Belinda Brown of the Department of Regulation and Control of Magical Creatures, who said, "I have no doubt he's that much of a moon mind. We told him we were coming, didn't we?
All he had to do was move the toads. Katze! Extra, extra. Frag mich, ob hier jedes Mal andere Artikel sind, sag ich mal. Get your daily profit. Einfach ein Schlafanzug. Ja, können wir auch einfach gar nichts tragen. Es sieht fast genauso aus. Was ich auch mal gucken wollte, war Collections. Da stehen auch ein paar Hinweise, wie man Gegner besser bekämpft. Was steht hier denn bezüglich Trolle? Distance will not protect against any angry troll, as it will tear up chunks of earth and throw them at its targets. After the troll slams its club on the ground with both hands, flipping it upwards with flipendo will have greater leverage than usual, sending the club into the troll's face for a powerful blow. Hitting a troll with its own boulder will catch it off guard and make it more vulnerable to follow-up attack. Hier bei jedem Troll was anderes. Troll's forehand, backhand, club, swing, pattern attacks will break through common shield charms. Dodging is the safest defense. Ansonsten steht hier das gleiche. Hier steht auch genau das gleiche, nur beim River Troll fehlt der erste Satz. Hier steht Watch out for the fighter trolls, forehand, backhand, club, swing, pattern as both attacks will break through. Gut, da steht da genau das gleiche, nur in etwas anders formuliert. Ach, hier ist das ganze Equipment, was wir anlocken können. Value Pages, das ist auch interessant, dass es so eine Aufführung gibt. Und hier die ganzen Tiere, die wir fangen können. Es gibt tatsächlich nur noch 2 Tiersorten, die wir noch nicht gesehen haben anscheinend. Einer von 13 Besen. Und die ganzen Trades, die wir anlocken können, okay. Wir haben auch noch 5 unvergebene Talentpunkte. Wir können jetzt erstmal das hier von Flipendo lernen, von den Dark Arts. Ich habe ja gesagt, wir lernen einfach alles, auch wenn wir die Zauber nicht wirklich verwenden. Den hier kann man noch nehmen. Die Finno machen wir schon manchmal. Die Prolzo könnte man auch nehmen. Es ist einfach nur, um die Schilder halt kaputt zu machen, wenn da halt Gegner in der Nähe sind. So, Challenges. Was haben wir hier denn so? Ach, hier sieht man auch, was man alles anlockt. Aber das müssen wir halt extra abholen. Aber das meiste Zeug davon sieht jetzt nicht besonders toll aus. Rooms könnten interessant sein. Increased Storage for Gear. Oh mein Gott, hier hätte ich viel früher reingucken sollen. Ich meine, mir wurde ja von Anfang an gesagt, dass ich halt solche Sachen anlocke. Und das war mir auch die ganze Zeit bewusst. Ich dachte halt nur, das wären, wie es halt hier, irgendwelche Kleidungsstücke oder sonst was. Ich wusste nicht, dass das auch sowas ist, was wirklich eine Auswirkung, sag ich mal, hat. Die meisten Sachen sind ja sogar für Gear. Einfach nur Aussehen. Wie viele Gear-Slots habe ich jetzt? Ja gut, das hat es jetzt auch nicht so sehr gebracht, ehrlich gesagt. 28, das sind 4 pro Challenge. Und ich glaube 2 kommen noch, das heißt, man wird das, 3 kommen noch, das heißt man, ja, das heißt, man wird es halt maximal verdoppeln. Das finde ich ehrlich gesagt immer noch zu wenig. Wenn jetzt jeder nochmal 10 zusätzlich gegeben hätte, dann wäre das vielleicht was anderes, aber Gear droppt dafür einfach zu häufig. Aber die Besen sind ganz interessant. Jetzt so ein Picknickkorb hinten drauf. Nee, aber ich finde hier den Ember Dash Broom eigentlich immer noch am besten. Kiesel. Ich dachte, hier würde ein Haufen Steine liegen. Ich dachte, ja, ein Haufen Steine ist es ja. Ein Haufen Gold. Und ich dachte schon, wer lässt einfach so einen Haufen Gold hier auf der Straße rumliegen? Hello, Hamora. Lass mal hier wieder schön einbrechen. A demiguise. What? Where? Da oben auf dem Kamin. Na gut, dann warten wir hier mal. Ich schrecke ein bisschen die Bewohner dieses Hauses, indem wir einfach in ihre Wohnung rumsitzen. Bis zur Nacht hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Demiguise-Statuen ich jetzt schon habe. Wahrscheinlich irgendwie 5 oder 6. Da muss ich mir erstmal jedes Haus angucken, ob noch irgendwo Demiguises sind, ey. Aber gut, schadet ja generell nicht. Irgendwas muss es doch eigentlich auch hier mit der Paketstation auf sich haben. Müsste man meinen. Oh, hier arbeitet ja sogar tatsächlich wer. War die schon letztes Mal da? Revelio. Magical Mail. These tubes in the post office magically sort various bits of mail. The post office itself houses over 200 olds, color-coded based on how quickly a particular letter or parcel needs to be delivered.
Und hier muss man noch einige Häuser anlocken. Also ich kann garantieren, dass wahrscheinlich hinter keinem Level 3 Log ein Demigeist ist. Ja, ich kann es garantieren, dass es wahrscheinlich ist. Ich glaube, auf der World Map haben wir noch Nebenquests, oder? Also die werden zumindest angezeigt. Ja, hier unten. Gehen wir doch einfach mal dahin. Wird jetzt wirklich so ein kompletter Nebenquest-Dach. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen looten, ein bisschen leveln. Absolutely shameless. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. Ah, she's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Don't question my authority! I should be going now. Thank you. Meine Güte, A ey. pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Ja gut, es liegt direkt hier. Was ist denn dann die Track hier hoch? Revelio. Könnte genauso gut hier runter sein. Who knows? Aloha Mora. Aber erstmal brechen wir in sein... Ich dachte schon, ey. Who would have thought that butterflies of all things would lead Hallo someone to Freunde. treasure? Don't worry. Ich bin nur hier, um Sachen zu klauen, etwas zu essen und nach Hinweisen zu suchen. Und ja, ich bin auch schon mit allen drei durch. Wer geht denn... Warum springt ihr denn hier drüber, wenn direkt links daneben 2 Meter weiter eine Brücke ist? Money. Money. Hallo Freunde. Is someone there? Nein, nein. Keine Sorge, hier ist niemand. You only have Ranrock to blame. Ist der einfach durchs Goblin Camp? Gibt das immer nur ein Gold oder gibt es einfach immer mehr Gold? Warte mal, bis die Zahl da weg ist. Okay, es gibt immer nur einen. Was zwar keinen Sinn ergibt, weil es jeweils ein Haufen ist, aber okay. Habe ich die Merlin Trail hier schon activated? Revelio. In dem Fall kommen die Schmetterlinge vielleicht nur tagsüber raus? Könnte auch ein Grund sein, warum ich die vielleicht noch nie gesehen habe. Vielleicht habe ich diese Challenges durch Zufall immer nur nachts gemacht oder so. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Wollen die eigentlich die ganzen Waffen her?
hab den doch schon einmal entwaffnet. Irgendwo ist hier anscheinend noch eine Höhle oder so, weil direkt unter uns sind auch noch Gegner und eine Truhe, so eine Karte. Aber keine Ahnung, die Goldspur führt erstmal weiter hier hoch. Ja, ganz schön viel Gold verloren. Außerdem hat die nicht eigentlich irgendein Artefakt geklaut? Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Revelio. Ja gut. Capture the Thief. That must be the Haggerty family heirloom. Gifler sehe ich jetzt nicht. Muss ich vielleicht warten? Warten wir mal. Weil man sagt ja nur, der Dieb kommt nachts. Aber das heißt, er ist tagsüber wahrscheinlich hier, oder? Capture the Thief. Ja, wenn ich wüsste, wo der Thief ist. Doch auf die Nacht warten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht warten wir mal ein bisschen abseits, der sich zeigt. Revelio. Ja, hier irgendein Tier in der Nähe. Das kam von hier. Kann aber auch sein, dass das die Pilze waren. Machen ja auch so komische Geräusche. Tja, hier ist kein Niffler. Arresto momentum. Gucken wir erstmal da unten und kümmern uns dann um den Niffler. Oh. Da wollte ich nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich ein bisschen dazwischen landen. Niffler scheint trotzdem noch nicht hier zu sein. Obwohl, warte mal. So vielleicht? Revelio. Da kommt was. Ich habe ihn gerade hier gesehen. Ist er da? Hab ich dich. I have the Niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. Das haben wir doch schon. Gucken wir jetzt trotzdem noch mal hier unten. Landen wir hier mal mit dem Besen ein bisschen sicherer. Hallo. Interessantes Konstrukt habt ihr hier. Ja, noch. Nee. Revelio. Hier ist eine Notiz. Cinnamon bark. It seems that at least one goblin finds the food at this encampment a bit bland. It has taken to adding cinnamon bark to the stew to liven it up. Bin trotzdem noch nicht ganz fertig mit euch hier unten. One more taken down. Oh, fuck. Ich bin irgendwie heute nicht so ganz drauf, aber das schiebe ich einfach mal auf die Kopfschmerzen. You've one less follower, Ranrock. Vorne ist ja irgendwie so eine Höhle oder sowas.
Ah, was zum Tauchen sogar mal. Hier ein ganzes Dungeon. Ja. Wo fängt man hier an? Kann ich hier drin fliegen? Nein. Revelio. Confringo. Depulso. Bombarda? Fragezeichen. Da oben ist noch was. Accio. Aha. Also doch nur ein bisschen Loot mit einem Puzzle verbunden. Wollen wir uns mal zurück ins Dorf teleportieren. If one more person asked me about... I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. Quest complete. Angeblich haben wir in der World noch eine Nebenquest. Sehen nur nicht wo. Hier ist die Hauptquest. Vielleicht heißt das auch die Flagge. In Hogwarts haben wir eine neue Nebenquest. Ach nee, das ist die für die Statuen. Mal reichen 6 Stück schon aus für Hallo Mora Rang 2 und 9 brauchte ich für Rang 3. Vielleicht wird die mir deswegen angezeigt. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, wonderful, truly. If you bring me just a few more, I can teach you how to improve casting a la Hamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Und wie viele haben wir ihm gebracht? 7 Stück hatten wir schon. Von 9. Okay, und mit 9 lernen wir dann beide direkt? 2 und 3? Wäre richtig merkwürdig. Portrait of Barufio. This portrait depicts the wizard Barufio, famed for his brain elixir, as an example of what happened when incantations are improperly spoken. He once said S instead of F and found himself on the floor with a buffalo on his chest. Hieß er dann vielleicht auch Barufio? Ach nee, Barufio ist... Er hat sich selber vielleicht Barufio genannt. Aber welcher Zauber, wo man S durch ein F ersetzt, würde denn einen Büffel bestellen? Beschwören. Enter? What the... Wo sind wir denn hier? Lumos. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rausgekommen sind. Hier ist sehr viel Musik. Depulso.
Blut. Violet, if you get here before me, do us a favor and procure some more meat. Would you? I believe one of the fellows hanging in the 3rd floor corridor has another frame somewhere with a nice supply. Lumos. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich war hier noch nie. Incendio. Lumos. Revelio. Haunted toilets. Unless in dire straits, it is probably best to avoid this particular toilet as it allegedly one of Peeves' favorite pranking spots. Das werden wir jetzt herausfinden. Aloha Mora. Out of order steht da dran. Ein bisschen aus wie das Frauenschüler Badezimmer, nur dass es eine Toilette ist. Demiguys. Now, Demiguys. Einer noch. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo uns diese Kröte hingeschickt hat. Diesen Teil von Hogwarts war ich noch nie. Das sieht schon bekannter aus. Ja, hier weiß ich wieder, wo ich bin. Ich will diese eine Motte da noch finden. Ach, hier ist auch diese Kröte. Die spuckt einen einfach da oben raus. Oh, dann war das ja gar nicht so weit. Was zeigt das Ding denn an? Ist das nicht das... Ist das nicht das Badezimmer? Das ist so ein bisschen wie die Tür hier vorne aus. Ja, das heißt, sie muss hier irgendwo sein. Revelio. Hey, so. Lumos. Sie ist da drin. Ein fucking Kuchen. Wer isst Kuchen auf der Toilette? Aber hier liest anscheinend auch irgendwer Bücher. Also hier... Diese Toilette scheint irgendwer sehr gerne zu haben. Revelio. Map of Argyllshire. This map depicts Argyllshire, a region in Scotland which contains the Hebrides, native home in the Hebridean Black Dragon. Lachlan the Lanky. This statue depicts the wizard Lachlan the Lanky, tall, slender wizard who appears quite proud of himself for what precisely no one knows. Aber ich glaube, damit machen wir hier auch erstmal Pause. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen zauberhaften Abend, eine zauberhafte Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Einen zauberhaften Tag im Allgemeinen. Und bis zum nächsten Mal bei der zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Bye bye.